In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie Adressdaten aus einer Excel-Tabelle über die Self-Service-Funktionen von Cadenza ganz einfach geokodieren können. Die Adressgeokodierung beschreibt einen Prozess, bei dem eine oder mehrere Adressen in Geokoordinaten umgewandelt werden. Diese Koordinaten können anschließend in Cadenza in einer Karte angezeigt werden. So wird mit wenigen Klicks aus einer Adressliste in Excel eine Karte mit Standorten in Cadenza. Wir verwenden einen Datensatz mit den Adressen einer zufälligen Auswahl von Museen in Europa. Für die verschiedenen Museen ist die Information der Straße und Hausnummer hinterlegt, außerdem die Postleitzahl und ein Ort. Adressdaten liefern in zahlreichen Anwendungsfällen wichtige Informationen. In der Praxis liegen diese oft unterschiedlich vor. Daher bietet Cadenza zwei Möglichkeiten, die Daten zu geokodieren. Die Geokodierung von strukturierten und unstrukturierten Adressdaten. Cadenza kann strukturierte Adressdaten einlesen, die nach den jeweiligen Bestandteilen einer Adresse geordnet in einzelnen Spalten einer Tabelle vorliegen, so wie hier dargestellt. Die einzelnen Adressbestandteile werden jeweils als ein Attribut eingelesen und verarbeitet. Bei unstrukturierten Adressdaten liegen alle Informationen zusammengefasst in einer Tabellenspalte vor und werden als ein Attribut eingelesen. Dabei liegen die Informationen nicht immer in einer geordneten Reihenfolge vor. Es können auch einzelne Bestandteile der Adresse fehlen. Im Prozess der Geokodierung versucht der Geocoder Schlüsselwörter wie einen Orts- oder Straßennamen aus den ungeordneten Daten auszulesen und gleicht diese mit den Daten einer Referenzdatenbank ab. Der Einfachheit halber habe ich hier beide Varianten in einer Excel-Tabelle abgelegt, um die beiden Verfahren miteinander zu vergleichen. In der Praxis liegt meist nur eine der beiden Optionen vor. In Cadenza lege ich eine neue leere Arbeitsmappe an und wähle anschließend im Datenmanager die Option Daten hinzufügen. Da ich eigene Daten hinzufügen möchte, klicke ich auf Neue Daten importieren. Der Importdialog führt Sie durch den gesamten Prozess. Als erstes wird die Datei ausgewählt, die importiert werden soll. Im zweiten Schritt wird festgelegt, ob alle Daten der Tabelle importiert werden oder der Import erst ab einer bestimmten Zeile startet. Optional können die Spaltennamen aus der eingelesenen Excel-Tabelle übernommen werden. Im unteren Bereich des Dialogfensters finden Sie eine Vorschau auf die Daten und sehen, wie diese in Cadenza angezeigt werden. Cadenza erzeugt einen sogenannten Objekttyp beim Einlesen der Daten, in dem die Daten abgebildet werden. Hier haben Sie die Möglichkeit, diesen Objekttyp zu benennen. Klicken Sie anschließend auf Weiter. Im Menüpunkt Raumbezug geben Sie an, dass der Datensatz Adressdaten enthält. Je nachdem, wie Ihre Daten vorliegen, wählen Sie die strukturierten oder unstrukturierten Adressdaten. In diesem Videotutorial zeige ich Ihnen zunächst die Geokodierung mit strukturierten Adressdaten. Jetzt werden die Spalten der eingelesenen Excel-Tabelle der jeweiligen Adressinformation zugeordnet. Cadenza hat bereits einige Spalten korrekt ausgewählt. Überprüfen Sie die Einstellungen und passen Sie diese gegebenenfalls an. In Schritt 5 kann ein Zeitbezug der Daten eingerichtet werden. Da in diesem Datensatz kein Zeitbezug vorliegt, klicken Sie auf Weiter. Zuletzt können noch einige Einstellungen zu den Attributen vorgenommen werden. Beispielsweise kann hier deren Name, Datentyp oder Attributart verändert werden. Klicken Sie auf Importieren, um den Importprozess zu starten. Nachdem der Importprozess abgeschlossen ist, klicken Sie auf Weiter. Die Geokodierung startet automatisch. Während der Geokodierung werden die Adressdaten mit einer Referenzdatenbank abgeglichen. Dieser Prozess wird von einem sogenannten Geocoder durchgeführt. Der Geocoder vergleicht die eingespielte Adressinformation mit den Referenzdaten und sucht nach dem Ergebnis mit den meisten Übereinstimmungen der einzelnen Adressbestandteile wie Straße, Hausnummer oder Ort. Für das sogenannte Best Match, also den Eintrag der Referenzdatenbank mit den meisten Übereinstimmungen, wird die in der Datenbank hinterlegte Koordinate an Cadenza zurückgegeben. Die Koordinaten können anschließend in Cadenza verwendet und in einer Karte visualisiert werden. Die Genauigkeit der zurückgegebenen Koordinaten hängt im Wesentlichen von zwei Dingen ab. Als erstes vom Geocoder selbst.
In Cadenza können unterschiedliche Geokodierungsdienste eingebunden werden. Diese verwenden unterschiedliche Strategien beim Zuordnen der Adressdaten zu Koordinaten und haben oft unterschiedliche Referenzdatensätze. Es gibt beispielsweise Geocoder, die für eine Adresse die hausgenaue Koordinate zurückgeben können. Je nach verwendetem Geocoder unterscheidet sich somit auch die Qualität der Geokodierung. In der hier gezeigten Standardversion von Cadenza ist der frei verfügbare Geocoder Pelias eingebunden, der eine Datenbank anfragt, in der Adressdaten aus der ganzen Welt hinterlegt sind. Als Referenzdaten verwendet der Pelias Geocoder sowohl freie Referenzdaten, zum Beispiel aus OpenStreetMap, als auch Daten aus offiziellen Quellen, die von Behörden kostenfrei zur Verfügung gestellt werden. Als weltweiter Geocoder ist der Pelias für die Geokodierung von unstrukturierten Adressdaten optimiert. Der zweite Punkt, der einen Einfluss auf die Genauigkeit hat, sind die Adressdaten. Je genauer die Eingangsinformationen sind, desto besser natürlich auch das Ergebnis. Bei einer vollständigen Adresse kann beispielsweise die exakte Geokoordinate herausgegeben werden, wenn der Geocoder eine hausgenaue Geokodierung ermöglicht. Ist bei einer Adresse keine Hausnummer angegeben, dann kann eine Koordinate nur auf Basis eines Straßenabschnittes herausgegeben werden. Sobald alle Daten eingelesen und die Ergebnisse des Geocoders an Cadenza übermittelt wurden, erhält man eine erste Übersicht zur Qualität der eingelesenen Daten sowie die Information, wie viele Adressen mit welcher Genauigkeit in Cadenza eingelesen werden konnten. Ein ausführliches Ergebnis kann als eigenes Arbeitsblatt in der Arbeitsmappe aufgerufen werden. Hier geben verschiedene Tabellen 2 Indikatoren sowie die Karte eine detaillierte Übersicht des Geokodierungsergebnisses für jede Adresse an. Die Ergebniszusammenfassung zeigt, wie viele Adressen mit welcher Genauigkeit zugeordnet werden konnten. Bei einer exakten Zuordnung konnte die komplette Adresse in der Referenzdatenbank abgeglichen werden. Lässt sich eine Anschrift nicht komplett zuordnen, weil der Geocoder beispielsweise die Hausnummer nicht kennt, dann wird eine sogenannte Fallback-Lösung auf Basis der nächsthöheren verfügbaren Informationen zurückgespielt. Bei einer interpolierten Adresse kennt der Geocoder beispielsweise die Hausnummern 4 und 6. Aus dieser Information wird berechnet, wo die Hausnummer 2 stehen müsste. Es kann aber auch vorkommen, dass die eingegebenen Adressdaten mehrere Ergebnismöglichkeiten zulassen. Beispielsweise die Suche nach der Hauptstraße 2 in Neustadt wird deutschlandweit mehrere Ergebnisse zurückgeben. In diesem Fall hilft die Postleitzahl tatsächlich nicht weiter. Der Pelias ist für die Geokodierung von weltweiten Adressdaten konzipiert. Da Postleitzahlen im weltweiten Kontext der Adressgeokodierung eine untergeordnete Rolle spielen, werden diese in Pelias nicht ausgewertet. Es gibt jedoch andere Geocoder, die für die Geokodierung deutscher Adressdaten optimiert sind und in Cadenza eingebunden werden können. Die Tabelle der Ergebnisdetails zeigt an, welche Adressinformationen vom Geocoder zurückgegeben wurden. Mithilfe der Filtermöglichkeiten in Cadenza können die angezeigten Daten aus der Tabelle heraus auf die relevanten Informationen eingeschränkt werden. So können gezielt die Museen angezeigt werden, bei denen eine exakte Geokodierung erfolgt ist, also die komplette Adresse zugeordnet werden konnte. Die vom Geocoder übermittelten Koordinaten werden in Cadenza in einem neuen Attribut namens Location gespeichert. Die Geometrieobjekte können mit diesem Attribut in einer Karte visualisiert werden. Ich wiederhole jetzt das Einlesen der Daten mit den unstrukturierten Adressdaten aus der Excel-Tabelle, um die Ergebnisse beider Methoden miteinander zu vergleichen. Die entsprechende Tabellenspalte wird im 4. Schritt des Import-Dialogs ausgewählt. Hier können ergänzende Adressangaben gemacht werden, beispielsweise ein Ländername oder eine Region angegeben werden. Optional kann auch ein Kartenausschnitt bestimmt werden, in dem die zu verarbeitenden Daten liegen. In dieser Karte werden nun die geokodierten Adressen aus den strukturierten Adressdaten als blaue Punkte dargestellt. Die orangenen Punkte zeigen das Geokodierungsergebnis der unstrukturierten Daten. Man erkennt bereits, dass es einen Unterschied macht, welche Methode verwendet wird. Der Pelias Geocoder ist für die Verarbeitung unstrukturierter Adressdaten optimiert, da er als weltweiter Geocoder eher unstrukturierte Daten verarbeiten muss. Dies zeigt sich auch beim Vergleich der Ergebnisse.
Das Teddy-Museum in Höxter liegt in der Höxterstraße 11. Die unstrukturierten Daten geben dieses exakt wieder. Für das Zoologische Forschungsmuseum Alexander König in Bonn werden unterschiedliche Orte zurückgegeben. Bei näherer Betrachtung in der Karte zeigt sich, dass die korrekte Anschrift in der Adenauerallee beim Einlesen der unstrukturierten Daten besser zugeordnet wurde, während die strukturierten Daten davon etwas abweichen. In Hamburg wird der Standort des Miniaturwunderlandes beim Einlesen der strukturierten Adressdaten etwas besser zurückgegeben. Den in der Bretagne gelegenen Mont Saint-Michel konnte dagegen keine der beiden Methoden korrekt zuordnen. Mit nur wenigen Klicks ist aus einer Excel-Tabelle mit Adressdaten eine fertige Karte geworden. Wie Sie aus diesen Daten ein umfangreiches Dashboard mit unterschiedlichen Datenvisualisierungen erstellen, erfahren Sie in unseren Videotutorials Arbeitsmappe anlegen, Grundlagen und Arbeitsmappe anlegen, weitere Gestaltungsmöglichkeiten. Die Links dorthin finden Sie in der Videobeschreibung.